Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Tech-Video auf diesem Kanal. In diesem heutigen Video werden wir die Polar Kythera in die SF25 einbauen. Ich hoffe, dass wir das ohne Probleme hinbekommen. Ich habe noch nie ein HPA-Conversion-Kit in eine AEG eingebaut, aber ich glaube, dass wir das schon hinbekommen werden. So schwer ist das nicht. Ich habe einige Videos dazu angesehen, wie man das richtig macht. Ich habe es allerdings noch nicht gesehen, dass es jemand in eine SF25 von G&G einbaut mit dieser GH2 Gearbox. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das auf jeden Fall auch aufzeichne. So, jetzt werde ich mal die Waffe zerlegen, alles rausnehmen, was wir nicht brauchen, und dann werden wir die Polar Kythera einbauen. Ich habe leider noch immer keinen Stecker für hier oben, das heißt, ich kann sie leider noch nicht testen und auch noch nicht in dieses System quasi im eingebauten Zustand testen, was ich extrem schade finde. Wir können sie aber mal einbauen und dann wird das Ganze schon hinhauen. Also, den Abbau-Receiver nehmt ihr einfach runter. In diesem Fall drückt ihr diesen Pin hier einfach durch. Ich nehme immer wieder einen Torx-Schraubenzieher und schlage mit dem Hammer drauf und schlage somit diesen Pin heraus. Das sollte ohne Probleme gehen. Dann zieht ihr den Abbau-Receiver runter. Das habe ich hier schon gemacht. Ich habe hier nicht so viel Platz auf dem Tisch. Vielleicht schmeiße ich nämlich sonst eine Kamera um. Legen wir den hier mal weg. Als nächstes habt ihr noch diesen Teil, den Lower Receiver mit dem Schaft hinten dran. Am besten geht ihr dann einfach mal her und schraubt von hinten, also ihr fahrt hinten mit der Schraube rein. Das ist bei Crane Stocks, also bei dem Standardschaft, der hinten dabei ist, genauso wie bei diesem Schaft. Ihr fahrt einfach hinten rein und löst diese Schraube. Dann könnt ihr den Schaft hinten einfach herunternehmen. Wichtig ist, wenn ihr den Crane Stock, den normalen Schaft noch oben habt, dann müsst ihr unbedingt davor das MOSFET abstecken. Das müsst ihr unbedingt davor machen, dass ihr das MOSFET absteckt. Bei diesem Schaft wäre es jetzt eigentlich egal, weil die Öffnung groß genug ist, dass das MOSFET hier auch noch durchpasst. Beim anderen Schaft ist es so, dass das MOSFET nicht durchpassen würde. Das heißt, unbedingt vorher das MOSFET abstecken, sonst reißt ihr euch das Ding ab. Jetzt sind wir hier angekommen, wir haben nur mit dem Lower Receiver mit der Gearbox drin, hinten stehen die Kabel raus, ist aber soweit kein Problem. Jetzt werde ich das Ding zerlegen. Ich habe das zwar auch noch nie zerlegt, aber ich habe schon viele M4-Modelle zerlegt und das ist nicht so schwer. Als erstes werden wir den Piston Grip abmontieren und den Motor rausnehmen. Den brauchen wir nämlich mal sowieso nicht in dieser Waffe.
Ganz kurz bevor ihr alle Schrauben gelöst habt, diese Waffe hat ein Federschnellwechselsystem. Das Ganze hat den Vorteil, dass man die Feder wechseln kann, ohne die Gearbox auseinandernehmen zu müssen. Das heißt, ihr seht das hier, ihr könnt den Spring Guide rausnehmen, ohne die Gearbox zerlegen zu müssen. Dafür braucht ihr jetzt einen großen Imbusschlüssel, einen Achter, einen großen 8er Imbusschlüssel. Das ist meistens der größte Imbusset. Steckt den hier in dieses Sechskant rein, also in diesen Imbus, und drückt rein und dreht. Dreht nach rechts. So, dass ihr mit diesen Ecken hier in diesen Öffnungen drinnen seid. So könnt ihr nämlich das Ganze einfach rausnehmen. Dann habt ihr Spring Guide und die Feder gleich heraus. Das heißt, die Gearbox bzw. die Feder springen euch nicht gleich entgegen, wenn ihr die Gearbox dann auseinander nehmt. Checkt wirklich nochmal, ob ihr alle Schrauben heraus habt. Eine Schraube zum Beispiel hat sich hier unter dem Bolt Catch Halter versteckt. Da kommt ihr nicht hin, wenn ihr den Bolt Catch Halter nicht auch mit abschraubt. Das heißt, den hier auch runternehmen. Wichtig, merkt euch natürlich, wo ihr die Schrauben her habt, damit ihr die danach auch wieder genau dorthin tun könnt, wo sie auch hingehören. Für diesen Bolt Catch Halter müsst ihr 2 Schrauben rausdrehen, nämlich einmal den mit dieser Feder und einmal den Bolt Catch Halter an sich. So, jetzt sollten alle Schrauben rund um die Gearbox entfernt worden sein. Jetzt können wir die Gearbox auseinandernehmen. Ich persönlich mache das eigentlich immer so, dass ich mir einen Schlitzschraubenzieher richte und versuche, ihn zwischen die 2 Gearbox-Hälften zu treiben oder zu stecken. Und sobald er zwischen den 2 Gearbox-Hälften steckt, könnt ihr ihn verdrehen, weil somit hebelt ihr quasi die Gearbox auf. Und das macht ihr rundherum, bis die komplette Gearbox offen ist. Am besten ist jetzt, wenn ihr euch einen Fetzen holt und mit diesem Fetzen könnt ihr hier das Öl bzw. das Fett rauswischen. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich wische das Ganze hier mal raus. Es ist zu empfehlen, die Gearbox möglichst sauber zu machen, von dem ganzen Fett und dem ganzen Öl zu befreien. Das brauchen wir nämlich alles nicht mehr. Sollten die beiden Gearbox-Hälften relativ sauber sein. Jetzt könnt ihr das Kythera dahernehmen und mal probieren, ob es reinpasst. Schaut ganz gut aus. Ich werde jetzt gleich mal probieren, ob
der Abzug da noch reinpasst, ob der noch hinhaut. Ansonsten müsst ihr einen anderen AEG-Abzug verwenden. So, also ich habe jetzt endlich meinen Trigger geholt. Das ist ein anderer alter G&G-Trigger, der war in einem anderen G&G drin, in den ich eine ETU eingebaut habe, weil bei der ETU ist ein anderer Trigger dabei. So, als nächstes habe ich hier diesen Sicherungshebel wieder eingebaut. Der war jetzt nicht so schwer zum Einbauen, einfach die Feder wieder rein, Sicherungshebel drauf und festschrauben. Als nächstes setzt ihr das Katerra wieder rein und schaut, ob ihr mit dem Trigger abziehen könnt. Am besten spannt ihr damit euer Katerra mit dem Draht und versucht abzuziehen. Ihr merkt, es geht. Wenn es jetzt aber nicht gehen sollte, braucht ihr einen ganz kleinen Imbus und dann gibt es hier oben eine klitzekleine Schraube, die ihr rein oder rausdrehen könnt. Desto weiter ihr sie rausdreht, so, Sekunde, desto weiter wandert dieser Part hier nach unten. Das heißt, desto eher könnt ihr abziehen. Wenn ihr es wieder spannt und ihr drückt jetzt, braucht man nur ganz leicht ankommen und es zieht schon ab. Das Mikrofonkabel. Also wenn ihr es anzieht und es zieht ab. Wenn ihr den jetzt aber weiter reindreht, dann wird dieser Part hier näher zu Katerra hinzu, also zum Zylinder hier quasi dazu gedrückt. Und wenn ihr jetzt abzieht, wahrscheinlich kann ich jetzt nicht mehr abziehen, weil es zu nah ist, genau. Also ihr müsst das hier mit dem Rad durchprobieren, einstellen, wie es in eurer Gearbox passt. Gut, dann könnt ihr das Ding spannen und wieder abziehen. Im Endeffekt war es das auch schon, was ihr mit der Katerra machen müsst. Im Endeffekt sind wir jetzt mit dem Verbauen von der Katerra fertig. Es gibt halt als Alternative noch eine schwere Feder und so weiter. Aber das brauchen wir alles mal nicht, dass sie normal läuft. Jetzt ist es noch wichtig, dass ihr den Schlauch richtig verlegt. Das heißt, nehmt den Schlauch, biegt ihn vorsichtig und steckt ihn hier durch die Mittelöffnung. Dann zieht ihr die Drahtschlinge hier hinten durch. Das heißt, durch dieses, ihr nehmt sie, hakt sie hier ein und tut sie dann dort, wo das Kabel zum Motor rauskam, dort muss sie durch. Als nächstes, oder als letztes eigentlich, den Trigger brauchen wir nicht mehr, braucht ihr den Spring Guide. Also die Feder könnt ihr ganz einfach wegschmeißen. Die braucht ihr nicht mehr, könnt ihr für ein anderes Projekt verwenden. Dann habt ihr hier den Spring Guide. Jetzt ist es allerdings so, dass wenn ihr den Spring Guide einsetzen wollt, wird das Spring Guide hier stören. Das heißt, ihr müsst das Ding abschneiden. Mit einer Säge, mit einer Zange, keine Ahnung, es ist komplett egal, einfach abschneiden. Ich habe es endlich geschafft, diesen Spring Guide abzuschneiden. War jetzt gar nicht so leicht, das innen mit Metall verstärkt. Habe es aber mit einer kleinen Säge relativ schnell geschafft. Wenn ihr es jetzt geschafft habt, dass ihr mit eurem Katerra abzieht, wenn ihr es spannt, dass ihr abziehen könnt, dass das funktioniert, noch den Abzugsweg vielleicht ein bisschen eingestellt habt, könnt ihr das Ding eigentlich wieder zumachen. Wichtig ist halt, dass ihr den Schlauch nach unten leitet und diese Drahtschnur nach unten leitet. Angeblich ist es auch möglich, dass man diese Draht auch mit dem Charging Handle auf der Waffe am Upper Receiver verbindet, dass man quasi mit dem Upper Receiver repetieren kann. Oder oben repetieren kann. Muss ich mir noch anschauen, für den Test werde ich es jetzt mal so verbauen. Das reicht, glaube ich, vollkommen. Das heißt, wir können das Ganze wieder zusammensetzen. Wenn ihr die Gearbox wieder zusammengeschraubt habt, könnt ihr noch einmal testen, ob auch alles funktioniert. Also einmal repetieren, abziehen, funktioniert. Das heißt, das Ding sollte eigentlich laufen.
Nächstes könnt ihr den hier wieder reinmachen. Ich hoffe, dass ihr da... Ich glaube, ich habe das gerade etwas verhaut, weil der Bolt Catch geht da nicht rein. Den muss man reintun, wenn die Gearbox noch lose ist. Das habe ich jetzt etwas verhaut. Also der Bolt Catch, jetzt werde ich das Ganze nochmal auseinandernehmen, den Bolt Catch reintun. Geil. So, ich habe das jetzt repariert. Bolt Catch ist drinnen. Funktioniert auch, habe ich ausprobiert. Es ist alles wieder raus und wieder reingeschraubt worden. Wir haben jetzt da zwei Ausgänge. Die seht ihr hier, sprich einmal die Drahtschnur und einmal dieses Teil hier. Also den Schlauch quasi. Jetzt sollte durch den Griff nach unten und nach außen laufen. Das heißt, ihr habt hier drinnen 3 Löcher, die seht ihr hier. Das mittlere Loch nehmt ihr für den Schlauch und das äußere Loch, wo dieses hier rauskommt, nehmt ihr für die Drahtschlinge, das kleinere. Stecken wir mal die. Ich beginne mit dem Schlauch, das habe ich leichter, aber der Schlauch ist länger. Wenn der Schlauch mal richtig ist, steckt ihr noch die Drahtschlinge durch. Ihr müsst die Drahtschlinge wirklich sehr, sehr schmal machen vorne, dass sie durch das Loch durchgeht. Am besten macht ihr das mit einer Zange. So, die restliche Gearbox, also ich stecke das hier noch durch. Das mache ich jetzt, weil ich sehe das hier nicht. Das mache ich jetzt noch, das steckt man hier durch und den Rest werdet ihr ziemlich sicher alleine schaffen. Sprich, hinten den Schaft drauf, vorne den Upper Receiver drauf. Wichtig, nicht vergessen, den Lauf mit der Hop-Up-Unit drauf. Mit der sollte es auch hinhauen. Ich habe hier eine Max Hop-Up-Unit, eine M4 Hop-Up-Unit und den Standard SR25 Lauf. Drin habe ich einen Maple Leaf 80 Shore oder 80 Grad Bucking. Mit dem sollte es hoffentlich hinhauen. Ich werde das in die unten in den falls es nicht hinhauen sollte, schreibe ich unten in die Videobeschreibung, was für ein Hop-Up-Unit, Lauf und Bucking-Setting ich hier verwende. Hiermit verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Wir werden als nächstes diese SR25 endlich am Feld sehen. Dann wissen wir, was dieses Ding endlich kann. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich arbeite zwar noch dran an den Technikvideos, es werden noch weitere kommen. Aber ich bin ja da also noch nicht ausgereift. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen erkennen, was ich hier gemacht habe. Ich habe das hier mit 2 Kameras gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke beim Kanal, damit ihr auch nicht verpasst, wie es bei der SR25 weitergeht. Hiermit melde ich mich ab. Danke.